Hallihallo liebe Leute, ich bin's, die Kiddification. Willkommen bei meinem ersten Let's Play. Und zwar habe ich mir dafür dieses Mal Conundrum ausgesucht. Und ich denke mal, ja, dann fangen wir am besten erstmal am Anfang an. Macht immer Sinn, vorne anzufangen, ne? Ja, das Spiel ist für mich nicht komplett blind. Den ersten Flügel habe ich durch. Also den ersten... Once upon a time. That's how these things usually start, yes? A sister took pity on her brilliant, prolific, and incredible brother. She had somehow gotten it in her head that he might be lonely, or at least that's what she claims. And so, on a perfectly fine, productive Friday afternoon, the sister picked up her son from the Elwood Academy for Boys and dropped the aggravating child off on the brother's doorstep. Now the boy, had visited Quadrangle Manor on a few occasions. Each time was complete with a grand entrance from the brother, who was in fact a professor and inventor with a profound and soaring intellect. With each visit, the inventions he exhibited became more slick and cutting edge. The boy eagerly awaited the revealing of the professor's latest contrivance, but this, the most captivating of visits, started a bit differently. Ja, also ich denke, durch das erste Viertel werde ich ein bisschen durchrushen. Dimensional velocity regulator at approximately 0.887 microseconds past the... Oh, you're here? I have the most incredible invention to show you this visit. Unfortunately, I'm a bit indisposed at the moment. Okay, hier haben wir eine schöne Rüstung. If you take your luggage into the foyer, I will join you as soon as I can. Gut, dann nehmen wir unser Gepäck mal mit. Oh, you confounded machine. Oh. What was that? Erdbeben. Oh, good. That should be a safety release for the door up there somewhere. Now, where on earth did I put that? Wait a minute. Geht doch. Something isn't quite Wir sind mal wieder zu klein. Aber das kenne ich aus meinem Alltag. Oh, no. Ah! Wow. Fliegende Sofas. Yay. Wow. Das war mein Gepäck. Onkelchen? Wait, what just happened? I'm not entirely sure where I am right now. The security uplink on my watch still seems to work, so I can see you and... Hello? You can hear me, right? Jump around a bit if you can. Ich höre dich. It seems as if I can still tap into the intercom system. Well, I most certainly can do better than this. Testing. There. Ha! Much better. Now, what in the world are you doing here? Were you supposed to be here today? No matter. Well, judging from the current underwhelming amount of light in this room, we're still on backup power. My head is killing me. It seems as though I now possess a rather large epidural hematoma. A bump on the head. Do me and yourself a favor and head to the front hall. There's a way to restart the power grid. Okay. Lässt mich durch? Dankeschön. Last I remember, I was in the new technology sector, and then... I don't know. I do think the failsafe was tripped accidentally. Unfortunately, the front door will remain in lockdown until you can restore the power. Ah, ja. Ich muss sagen, ich kenne davon nicht alle Bücher, die hier veräppelt werden, sind wir mal ehrlich. Die ganzen Anspielungen. If you head over to my office over on the left, you should be able to restart the manor's power grid. Okay. Throw that switch there. It should be the one.
Den? Hoffe ich Well, mal. that wasn't as effective as I'd hoped. You'll have to reactivate the generators in each sector in order to lift the current lockdown. Okay. Just take the glove in the box with you. I wish you could see my facial expression right now, as I am not pleased. What you are holding is an early prototype of the interdimensional shift device, or IDS device for short. It's one piece of my latest invention that should come in handy. Get it? You know, because it's a glove. Hahaha. It should become in handy. Ah, danke. Okay, das hilft mir nicht weiter. Da darf ich auch nicht durch. If you can access the generator at the back of each wing, we might be able to lift the lockdown on the rest of the house. It seems as if the breaker did unlock the blue wing. Well, I suppose you should start there first. Mustache. Schöne Bärte. Dem würde ich auch ein There's Gemälde something I widmen. must tell you. My latest invention has required me to make a few adjustments to the house since the last time you barged in. I mean, visited. Thankfully, that invention of mine should be infused with more than enough genius to help navigate some of the not-so-childproof areas. Ich mag den Dackel. Ah, ich mag den Dackel. Ist überhaupt nicht lang. Now, one of the topics that our family has been studying for several generations are rifts, existing between various dimensions. I've been able to develop a power source that will channel enough energy into one of these dimensional rifts that it can be widened enough to travel through. Cool. Kann ich die mitnehmen? Nein, natürlich nicht. Oh, cool ist auch so ein schlechtes Wortspiel. Könnte von meinem Onkel kommen hier. The glove controls the power source, which allows you to travel to whichever dimension has rifts in the area. You won't have control over the ability to switch dimensions yet. Just be patient. Ich bin fasziniert. Immer wenn ich den Mund öffne, um irgendwas zu sagen, fällt ihm auch wieder ein, irgendwas zu quasseln. Ah. This door is using one of my inventions, the repetitive, periodic, articulating Gruide. Ja. Or a drinking bird. Except it is far more advanced. Ja, das war simpel. Wir lernen jetzt die ganzen Spielmechaniken kennen, würde ich sagen. Well, because your glove is an early prototype, it has a few limitations in terms of dimension accessibility and the distance it can be from a receptacle in order to function. Ich finde diese Katze wunderschön. Perspektiven. This is such an early experiment with dimensional shifting, so I decided to have it triggered remotely with the drinking bird. Instead of operating a door, the bird will trigger a dimensional shift. Okay. There's an IDS battery in the machine that will power the dimensions, which in this case is Fluffy dimension. Fluffy! In addition to Fluffy being embarrassingly adorable, it's also rather useful because everything is 10 times lighter than normal. Ja, und dadurch können wir mal eben einen ganzen Tresor anheben. Man muss hierbei immer mal wieder auf die Gemälde achten. Das ist immer wieder schön. Der in seinem Vogelkostüm plötzlich. Though that looks like a regular scale, it is in fact a portable kinetic mass-to-electricity converter. Also, wenn da etwas Schweres draufsteht, wird der Schalter aktiviert. Ja, ja, ja. Liegt jetzt zweimal das gleiche Buch rum? Ja. Ah, sonst ist hier nichts. Okay. Ja, alles normal hier.
Ah. There's that lovely bird again. Sometimes I call him Desmond. Hallo Desmond. Whoop. Guck mal bitte. Something to note. Okay. Since you're holding a version of the IDS device, you, in fact, are not the you in an alternate dimension. Let me try that again. You remain constant. So no matter the dimension, your mass, shape, speed, and trying personality remain the same. Okay. Ich finde das so niedlich, wie hier dann überall You alles should zu throw that polstern wird. IDS battery into the receptacle mounted on the wall. Da. Flop. Nehmen wir mit. Und packen es da rein. That Packen es da rein. receptacle will distribute the power source around the room, allowing you to now use your IDS device to switch dimensions at your leisure. Aber den können wir nicht mitnehmen. Ups. Immer die großen Exponentiale. Guck mal, jetzt können wir es selber bedienen. Also, ich hier auf E drücke, kommen wir auf einmal in die Fluffy Dimension. So, jetzt machen wir alles wieder schwer, drücken beide Knöpfe und durch geht's. As I mentioned, dimensional rifts in the manner are magnified by the stabilizing energy from the IDS receptacle and batteries. This is what enables you to slip between dimensions when you're wearing the IDS glove. Ja, hier wird gerade in der Anfangszeit extrem viel gesprochen. Da ist das ein bisschen problematisch, mal seinen Senf dazu zu tun. Ah, that's Dolly. Dynamic Object Linear Ligation Interface. To you, a cloning device. I like my house just so. So I decided to add functionality to her to keep everything consistent. Wow! I'll need to tune that later. Ich wollte gerade sagen, ist Dolly nicht niedlich? Da kotzt ihr ein Safe nach mir. Ja. Danke, Dolly. Sehr freundlich. Ein Safe nach mir. So. So. Haben wir das auch wieder gelöst? Dolly? Was tust du da? These are my own particular hybrid beams of carbon dioxide and neodymium dope yttrium aluminum garnet lasers using an alternating ray configuration. It gives them an extra kick. Oh. Da hat doch gerade was um die Ecke geguckt. Ich hab's genau gesehen. Haha, wer braucht Safes, wenn er Sofas hat? Unfortunately, the breaking of this glass is a necessary evil. Don't take that as permission to do it elsewhere. Niemals. Ich doch nicht, Onkelchen. Und nun? Das klappt nicht. Hier haben wir jetzt allerdings ein Problem. Denn, wenn wir hier einfach nochmal den Knopf drücken, wird Just der hier letting you unten know that you verschwinden. reset the glass. Thank you. Aber wir können uns ja einfach den Tresor hier mitnehmen. Dann stellen wir ihn halt per Hand hier hin. Das kriegen wir ja auch auf die Kette.
Sollte ja kein Problem sein. So. Dann machen wir jetzt wieder schwer. Und haben trotzdem das Glas, um drüber zu gehen. Tada! So, was als nächstes? Wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Guck mal, wir sind noch nicht mal mehr schwer genug. Oh, ich habe da was gehört. Den werdet ihr auch noch kennenlernen, den kleinen Mann da. Oh, that creature there is an interdimensional kinetic entity, or Ike. Hallo, Ike. Tschüss, Ike. Ja. Schwupp. Schmeißen wir einfach mal rüber. Nehmen wir mit und öffnen uns die Tür. Ah, das schon wieder. Jetzt hören wir ein bisschen Geschichte dazu. Stop for a minute and take a look at the painting. The machine I referred to as Dolly started out as a simple metal forge that had been in the family since medieval times. The original quadrangle suit of armor was actually constructed in this very forge. Okay. My great-grandfather modified the old forge so that if it had enough raw resources, it could craft steel objects autonomously. This predecessor to Dolly supplied all the materials needed to build the Underground Railroad. This machine single-handedly won the Civil War. Not really. Hätte mich auch gewundert, wenn doch. I made my own modifications to my great-grandfather's designs. The current Dolly specifications do not require any raw materials. For example, Dolly converts energy from the radioactive science juice directly into matter. I never did sort out why she makes so many copies of things. Oh well, you can never have too many safes, or chairs, or coffee tables. Das ist wahr. Es sei denn, die Wohnung ist so voll, dass sie schon wieder aus allen Nähten platzt, wenn jetzt auch nur noch ein einziges Möbelstück dazu kommt. Ja. Okay, dann wollen wir uns einmal umgucken. Da ist ein Ike. In case you're wondering, you turned on the fan. Please say that you don't need me to explain that to you. Oh, Skydiving Ike. Juhu. Na, komm, ein paar brauchen wir noch. Ups. Wow. Heute fliegen die Safes tief. That's where that got to. That is a botched experiment of mine called the awkward noise generator. There's got to be more around here somewhere. Standard issue conveyor belts. Sometimes laziness should be indulged. Ike! Ach, Ike ist knuffig. That's So. a portrait of my father, Papa Wilfred Zapp Quadrangle. He was part of a top-secret NASA mission to capture Sputnik and replace it with a basketball. The Soviets never noticed, probably because the basketball got better reception. Was ist daran fluffig? Das ist kein... Da ist keiner mehr im Helm. Was? Okay. Ach, komm schon. Nehmen wir den. Und was passiert dann? Da geht die Tür auf. Okay.
So, und weil wir ansonsten da nicht hochkommen, stellen wir uns mal auf den nächstbesten Safe. Und wieder ein Level I haven't geschafft. discussed my location a whole lot, but it seems as if I'm in some sort of limbo. I think I may explore a bit and see what turns up. Okay. Hier ist mal wieder nichts zu gucken. Schade eigentlich. Moment, das Geräusch. Ist hier kein unangenehmer Geräusch, Typi? Ah. Ja, Fluffy kenne ich. Why? Weil ich hier raus muss, Well, at Onkelchen. least avoid impaling yourself horribly. It's bad enough the glass needs to be tidied up. Ja, dann sperr mich halt nicht irgendwo ein. Dann können wir drüber reden. Und was wirfst du so damit, Dolly? Und was passiert jetzt? Na komm her. Lass mich raus. Und weiter geht's. Ups. Okay. Ich glaube, hier kann man noch üben, weil man hier nicht sterben kann. Habe ich da unten vielleicht ein... Ach, komm schon. Wir gucken sicherheitshalber mal nach. Nicht, dass ich irgendwelche Secrets hier vergesse. Das wäre ja schade. Nee. Wohl nicht. Der Sprung war umsonst. So. Wollen wir mal weiter im Programm. So lässt sich's leicht orientieren. Okay, dann wird die Dolly aktiviert und schmeißt mit 3 Tresoren. Ah, okay, dann brauchen wir uns gleich eine Brücke daraus. Wenn wir uns das hier angeguckt haben. Now here's a painting of my grandmother, Nana Triangle, on my mother's side. They say she kept an acute awareness into her golden years, but if you ask me, I always thought she was rather obtuse. Also ich mag die Katze. Ist das eine Zombie-Katze? Busch! Oh, unser Onkelchen trägt plötzlich ein Hasenkostüm. Okay. Da. Kleben wir jetzt mal die Würfelchen da einfach hin. Wird schon schief gehen. Haja! Opa! Ne? This room often gets rather sweltering in the summertime. Air circulation is very important. So, wir müssen da hoch, also können wir das so machen. Und aufwärts. Haben wir schon gelernt, wir können damit fliegen. Ja. Dann fliegen wir mal. Oh. Das heißt, die Sicherungsseile sind jetzt weg. Ab hier ist Sterben möglich.
Okay. Das ist nicht schön gelaufen. Bah. Physicality of that still completely baffles me. Ja, mich auch, dass das Ding trotzdem nicht abstürzt, wenn ich draufstehe. Und? Na, die sind ein bisschen hoch, ne, Dollys? Bisschen tiefer wäre schöner. Ja. Dann müssen sie halt ein bisschen fallen. Oh, nicht ich. Die Tresore. Das finde ich besonders schön an dem Spiel hier. Du bist gestorben. Fakt 990. Du wirst niemals die Zombie-Apokalypse miterleben. Vielleicht besser so. Und nochmal versuchen. Ich hasse es, wenn das passiert. Oh, und dann sind die auch nicht auf der gleichen Höhe. Danke, Dollys. Oh. Fakt 73. Du wirst niemals versehentlich auf allen Antworten klicken. Ja. Das werde ich generell wahrscheinlich nicht. Weil ich nie allen antworte. So. Ha, diesmal wurde die Leertaste auch angenommen. Ist das nicht schön? Was haben wir denn hier? Ah, yes. With these specifications, you should be able to recreate several objects in the Research and Development Lab adjacent to my office. Okay. This is one of the animals that Dolly cloned to rather, well, intriguing results. Thus was produced the world's first and only fully elastic dog. I named her Angstrom. You know, come to think of it, it reminds me of this toy from the 80s. Stretch something. Ja, genau. Wir reden hier von Toy Story. So ein Schlangenhund. Hier nicht. Ah, wir haben gerade erst ein Sammelobjekt gefunden, ne? Dann. Ah, you've moved on to a part of the manor where another type of dimensional rift is accessible. This is the Gravid-Wolfram dimension, or heavy for short. This dimension is in direct opposition to the fluffy dimension and will make things 10 times heavier. Ach ja. Da war was. So war das, glaube ich. Jetzt aber tatsächlich aus den Erinnerungen heraus. Und ich bin mir da jetzt gerade nicht sicher. Wir sehen es ja gleich. Nein, genau falsch rum. Der hier? Nein, jetzt genau andersrum. Heißt also den da. Ups. Dahin. Den da. Dahin. Den da. Dahin. Denn. Opa. Now just imagine how long it took me to lay all that out. Be careful. Hallo Ike. Tschüss Ike. Nächstes Rätsel bitte. Some dimensions are tightly bound together, like the one we're in right now, and also the fluffy and heavy dimensions. This increases the odds that a dimensional rift between the two will exist in the same location. Das ist doch die Katze von der Oma, oder? Die haben wir doch gerade auf dem Gemälde von der Oma gesehen. Irgendwie
Hätte ich jetzt schwören können, hier gäbe es Ansagen zu. Dann wohl nicht. Vielleicht beim nächsten Mal. Oh. Das sieht mir nicht nach schwerwiegend aus, sondern, ja, die leichte Dimension. Ich weiß zwar nicht, wofür wir ihn brauchen, aber wir nehmen ihn erstmal mit. That red battery will provide enough energy to enable the IDS device to widen the heavy dimension rifts in this area. Oh, ich sehe schon. Schwupp. Denn das hier ist ein Pappkarton, der reicht nicht. Dann hätten wir nur einen aktiviert, also müssen wir auch den Pappkarton schwerer machen. It appears this dolly got stuck on an infinite loop. How unfortunate. Ike, was war das? Putz. Okay. Und weiter im Programm. Einen Augenblick. Ich hoffe, das schneide ich raus. Ich hoffe, das schneide ich raus. Tralala. So. Dann schmeiße ich wieder Dinge weg. Okay. Weiter im There seems to Programm. be a large expanse of piles and pits filled with various random objects. Ich finde einfach nicht das Buch, was ich suche. No, not where you are. Here, in this confounded place. Are those hard candies? They're a little fuzzy. Ugh. Ugh. Pleasant. Schon ein bisschen eklig, Onkelchen. Nice job. No, not really. Na. With the increased density and higher melting points of items in heavy dimension, quadrangle laser beams are rendered rather ineffectual. Metal-Tiger. Und das normale Bild. Und der Metal-Tiger. Nö? Ah. Das war doof. Konzentration. Ist es nicht wunderschön? Aber, hallo Ike. I came across Ike some time ago, and he decided to follow me back to the manor. Whoop.
Oh. Ein fliegendes, großäugiges Tigerchen und ein flauschiger Hut. Ich mag's. So. Und überlebt. Nein. Henry der Achte? Nein, nein. This was once the here. family cat, Lord Widget Pompadour Fluffington IV, or Widget the First. He somehow wound up in one of the Dolly cloning control units. I specifically constructed his monocle to fit him. Who knew it would be so impossible to find a cat-sized monocle? Preposterous. Sadly, Widget the First has since passed on, but his memory is alive, somewhat. Weiter. So I want to clarify that Dolly is great for cloning inanimate objects, but she's not entirely capable with organic ones. This is Widget's first-generation clone. We named this one Colonel Fluffy McScratchers, or Widget the Second. Widget the Second is still mostly together and functional as a cat, but just a little wall-eyed. I just had to pass Widget the Second through Dolly again. I just couldn't resist. Definitely learned my lesson with this one. Technically, his name is Widget the Third, though he often responds to derp. I often find him walking around in circles while staring at his feet. Very friendly, but possesses the intelligence of a sack of rocks. Ja. Nun sind wir schlauer. Note that if you disrupt the blue beam, it should deactivate something. Wow. Fingerspitzengefühl. Hallo Ike. Tschüss Ike. Putsch. Okay. Wow. Ich nehme das mit dem Okay zurück. Halleluja. So. I'm not entirely sure how many BEDs of radiation that emits. Hope you're not looking to have children later. Ach man. Das kann nicht stimmen. Sitze ich ja morgen noch hier. Ja, vor allem so.
Ah, ich weiß. Nimm mal das. Normale Galaxie. Dann nehmen wir uns hier einen Karton. Die ja immer leicht sind. Und machen ihn schwer. So. Und jetzt? So, don't tell Ike, but that painting really unnerves me. He looks like a horrible love child between a tarsier and a vampire bat. I keep wanting to take it down, but he won't let me. Ja. Au. Ja, Moby Dick. This place is truly fascinating. That, combined with the fact that I have no clue how I was transported here, is certainly puzzling. It's mostly dark. Well, maybe not dark. Sort of twilight. Hier nicht. Da nicht. Da ist auch nichts. Okay. Was gibst du mir, Dolly? I'm fairly certain Desmond there will come in rather handy. So viel ist klar. Und ab dafür. Dolly, was gibst du mir? Wieso wundert mich das nicht mal? Nichts Unerwartetes. Hä? Na. Ich sehe meine Tastatur nicht. So, besser. Ach, warum mache ich mir eigentlich Gedanken über die Höhe? Es waren ja 4. Ich habe nur 3 wahrgenommen, deswegen dachte ich, es könnte ein bisschen knapp werden mit der Höhe. Aber nö. 1, 2, 3. Aber komm schon. Brauchen wir das? Ja. Einen brauchen wir. Und weiter geht's. Oh, schätz mal, das sind wir. Im Katzenkostüm? Hey, kittifiziert. Oh Gott. Ach, wir haben gerade... Da ist die andere Dimension. Ich habe gerade versucht, hier in die andere Dimension zu kommen. Wow. Heavy Metal. Oh, in Kiss-Optik sogar mit dem... Atlas shifted? Keine Ahnung. Ich habe da so eine Idee. Wir nehmen uns mal ein Sofa mit. So finde ich es besser.
Ups, Taste verfehlt. Ups, tot. Verdammt. Fakt 78. Du wirst niemals realisieren können, dass gute Freunde das Wichtigste im Leben sind. Ja. So. Ah, ist zu weit geflogen. Fakt 96. Du wirst niemals mit dem Rucksack durch Europa reisen. Backpackers. Ah, komm schon. Das war dämlich. Why? Oh. Fakt 104. Du wirst niemals auf all das zurückblicken und in Lachen ausbrechen. Nö. Denn ich bin tot. Okay. Falsche Taste. So, Leute. Ich muss jetzt erstmal Schluss machen. Du wirst niemals einen Abschluss haben. Wir spielen beim nächsten Mal weiter.